Ja, Weblogs und Wikis. Kapitel 7 in dem Lehrbrief Lehren und Lernen in der digitalen Gesellschaft. Einleitung. Kommunikations- und Kollaborationstechnologien sind aus unserem alltäglichen Leben längst nicht mehr wegzudenken. Auch in dem Bereich formaler Bildungskontexte haben sie längst Einzug gehalten. Das Mitmachprinzip der Web 2.0 Technologien, in Klammern Web-Wikis, Weblogs, Twitter etc., Klammer zu, veränderte im Zuge des rasch voranschreitenden technologischen Wandels die vorherrschende Lernkultur. Die reine Wissensvermittlung durch den Lehrenden ist heute abgelöst durch den aktiv partizipierenden Lernenden, welcher nicht nur individualisiert, sondern darüber hinaus kooperativ und kollaborativ Wissen im Dialog konstruiert. Ja, mache ich ja. Also bin ich auf der Höhe der Zeit oder wie? Zweiter Abschnitt. Das Web 2.0 stellt dabei zahlreiche Werkzeuge zum selbstgesteuerten, individualisierten und kooperativen und kollaborativen Lernen bereit. Gekennzeichnet sind diese Werkzeuge durch ihre interaktive Struktur, die es unterstützt, online kooperativ und kollaborativ zusammenzuarbeiten und Wissen zu teilen. Diese soziale Komponente des Two-Way-Access durch die veränderte Technologie brachte dem Web 2.0 auch den Namen Social Software ein. Es werden nicht mehr nur Informationen, sondern auch die Nutzer miteinander verknüpft. Kooperatives und kollaboratives Lernen in Gruppen stellt jedoch sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden immer wieder vor eine neue Herausforderung, im Besonderen dann, wenn das Lernen nicht face-to-face, sondern in einer Online-Lernumgebung stattfindet. Wikis und Weblogs sind zwei dieser Werkzeuge, die bereits vielfach an Schulen und in der beruflichen Praxis der Erwachsenenbildung, aber auch in der universitären Lehre Einsatz finden und hier etwa genauer betrachtet werden sollen. Dazu wird in einem ersten Schritt kurz dargestellt, was die besonderen Merkmale dieser Tools sind und was sie unterscheidet und verbindet. Kapitel 7.1. Darauf aufbauend werden Vor- und Nachteile, Grenzen und Chancen in Bezug auf das kooperative und kollaborative Lernen mit diesen Werkzeugen anhand des aktuellen Forschungsstandes näher beleuchtet, um im Anschluss daran konkrete Einsatzszenarien vorzustellen. Eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung schließt diesen Abschnitt zum Thema Weblogs und Wikis in der Wissensgesellschaft ein. Ja, und das wichtigste Medium haben sie natürlich vergessen, YouTube. Das sind Clowns. Da muss man Professor für sein, um das zu vergessen. Naja, gut. 7.1 Weblogs und Wikis, was unterscheidet und verbindet sie? Während Wissen vor 2 Jahrzehnten noch als statischer Inhalt, den es zu sammeln und zu archivieren galt, verstanden wurde, kam es zur Jahrtausendwende zu einem Paradigmenwechsel. Wissenszuwachs wird erkannt als dynamischer Prozess der Konstruktion durch Kommunikation. Ja, das ist ja mal knackig hier.
Wissenszuwachs wird erkannt als dynamischer Prozess der Konstruktion durch Kommunikation. Der Einsatz von Wikis und Weblogs in Lernkontexten kann diese aktive Wissenskonstruktion und auch das selbstgesteuerte Lernen fördern. Sie unterscheiden sich aber in ihrer Nutzungsweise, der Struktur und Zielsetzung. Ja, was mich jetzt dabei wundert, ist, dass trotz alledem bei den PISA-Ergebnissen jetzt das Auseinanderdriften der oberen und der unteren Leute mit dem sozialen Background, also wer aus der unteren Klasse kommt und wer aus der oberen Klasse kommt, das haben die haben also auch eine Bildungslücke und dass das jetzt damit auch nicht gelöscht wird, dass das auch nicht verringert wird, sondern das wird schon vergrößert. Also obwohl wir soziales Lernen haben, scheint es so, dass diese verschiedenen Gruppen dann doch irgendwie nicht zusammen lernen, sondern irgendwie nicht voneinander, sondern irgendwie in verschiedenen Milieus. Während Weblogs chronologisch aufgebaut sind und meist nur von einem Autor geführt werden, handelt es sich bei Wikis um Hypertextsysteme, deren Inhalt von mehreren Autoren verfasst wird. Das bekannteste Beispiel ist die Wikipedia. Die chronologisch geführten Beiträge eines Weblogs können, sofern dies der Autor wünscht, kommentiert werden. Der Kommentar bezieht sich dann direkt auf den Inhalt des Artikels und ist auch im Layout sofort im Artikel zuzuordnen. Diskussionen zu einem bestimmten vom Autor vorgegebenen Themenbereich sind also möglich, jedoch handelt es sich hier um eine One-to-Many-Kommunikation. Die Kommentare sind ein Feedback auf die Artikel, aber verändern eher nicht die inhaltliche Aussage des Artikels. Wissen wird kooperativ produziert. Ein Wiki hingegen zeichnet sich durch seine Many-to-Many-Kommunikation aus. Multiple Autoren mit gleichen Rechten in der Content-Generierung lassen den Inhalt wachsen. Oftmals sind Wikis leer. Die Nutzer schaffen sich dann auch die formale Struktur selbst, bevor sie das Wiki inhaltlich füllen können. Anders als in Weblogs, deren Layout durch Templates vorgegeben ist und durch Plugins erweitert werden kann. Anders als in Weblogs können Beiträge nicht direkt kommentiert werden. Für Kommentare und wird eine separate Diskussionsseite zur Verfügung gestellt. Eine Historie zeigt den Veränderungsverlauf des Einzelartikels und gestaltet die Entwicklung transparent und nachvollziehbar. Die spezielle Struktur eines Wikis entsteht durch Verlinkungen, welche den Inhalt innerhalb des Wikis, das heißt die einzelnen Artikel oder auch Diskussionen miteinander verbinden und auch auf externe Webseiten weiterführen. Die weder hierarchische noch lineare Navigationsstruktur eines Wikis ermöglicht somit über Querverweise und Gestaltung eines assoziativen Netzwerkes. Durch die Verlinkung neuer Seiten und Inhalte mit bereits bestehenden können Zusammenhänge und Beziehungen sichtbar dargestellt werden. Für den Nutzer wird es dadurch leichter, diese Zusammenhänge zu erkennen und er kann zudem neue Zusammenhänge und Verlinkungen durch weitere Querverweise erstellen. Moskaliuk verweist in diesem Zusammenhang
Zudem auf den Serendipity-Effekt. Was für ein Effekt? Der Serendipity-Effekt? Habe ich noch nie gehört. Was soll das sein? Bei dem der Nutzer in seinem persönlichen Lesepfad durch die Hypertextstruktur Informationen entdeckt, die er nicht explizit gesucht hat, die jedoch hilfreich sind oder auch auf weitere interessante Themen und Bezüge aufmerksam machen können. So, das war also der Serendipity-Effekt. Der Serendipity-Effekt. Ja, der Serendipity-Effekt. Der geht mir langsam auf den Nerv, der Serendipity-Effekt. Was sagt der jetzt eigentlich aus, dass ich jetzt ein neues kennenlerne? Es kann hier festgehalten werden, dass in einem Weblog eher kooperativ gearbeitet wird, wohingegen das Arbeiten in einem Wiki von kollaborativer Natur ist. Gemeinsam ist beiden Systemen das Erstellen von Inhalten und die Konstruktion von Wissen. Kooperatives und kollaboratives Lernen mit Weblogs und Wikis. Beide Werkzeuge werden demnach ihre Berechtigung und beide Werkzeuge haben demnach ihre Berechtigung und müssen entsprechend des Verwendungszweckes ausgewählt werden. So eignen sich Weblogs in einem bildungswissenschaftlichen Kontext beispielsweise zur Erstellung von Lerntagebüchern und Lernprozessen in ihrer Entwicklung, um Lernprozesse in ihrer Entwicklung festzuhalten, aber auch als ein Portfolio, aber auch als E-Portfolio. Zudem sind sie ein geeignetes Werkzeug, wenn Vernetzung angestrebt wird. Dafür ist ein Wiki nur bedingt geeignet. Der Einsatz von Wikis im Hochschulbereich wird zunehmend im Kontext von Projekt- und Arbeitsgruppen, dem kollaborativen Arbeiten zur gemeinsamen Erstellung von Texten, Präsentationen, Referaten sowie im Bereich zur Information, Kommunikation und Information angesiedelt. Der Unterschied wird hier schnell deutlich. Während der Weblog darauf abzielt, individuelles Wissen darzustellen und über die Kommentarfunktion auch zu diskutieren, steht in einem Wiki bereits zu Beginn der kommunikative Austausch innerhalb der Gruppe im Vordergrund. Jeder Beitrag enthält zwar zu Beginn immer erst einmal die persönliche Sichtweise auf einen Gegenstand, jedoch können weitere Autoren direkt in die Texterstellung eingreifen und sind nicht auf die Kommentarfunktion beschränkt. Schulmeister, Leihkauf und Biemeister untersuchen in diesem Zusammenhang die Kommentarkultur der Blogosphäre und kommen zu dem Ergebnis, dass ein Diskurs in Weblogs im Rahmen der Kommentarfunktion nur selten der Fall ist. Weblogs werden eher zur Darstellung individueller Beiträge genutzt, aktiver Diskurs, und ein aktiver Diskurs ist selten. Direkte Reflexion des Blogbeitrags geschieht daraufhin weder in einem eigenen Blogbeitrag. Das Potenzial eines Wikis liegt hingegen
in der direkten, wenn auch asynchronen Kommunikation und Kollaboration. Aber auch die Asynchronität der Wiki-Nutzung ist von Vorteil, da sie den Schreibenden genügend Zeit lässt, seine Gedanken zu formulieren und gegebenenfalls auch zu überdenken und abzuändern. Das Potenzial eines Wikis liegt hingegen in der direkten. Das Beschreiten von Wikipfaden oder das Lesen von Beiträgen in Weblogs setzt jedoch noch keine komplexen Lernprozesse in Gang. Lernen bedeutet immer, neues Wissen zu konstruieren. Wissen kann nicht einfach transferiert werden, sondern setzt die Veränderung kognitiver Strukturen beim Lernenden voraus. Ja, das ist auch wichtig. Lernen bedeutet immer, neues Wissen zu konstruieren. Wissen kann nicht einfach transferiert werden, sondern setzt die Veränderung kognitiver Strukturen beim Lernenden voraus. In diesem Zusammenhang überträgt Moskaliuk diese Erkenntnis in Anknüpfung an Piaget auf die Wissenskonstruktion mit Wikis. Wissen, das in einem Wiki durch andere Nutzer eines Artefaktsbeitrages als Information bereitgestellt wurde, kann beim Leser zu einem kognitiven Ungleichgewicht, Konflikt, führen. Vorhandene Wissensstrukturen stimmen nicht mit der neuen Information überein. Es findet sich auch keine Möglichkeit, die neue Information in die bestehende Wissensstruktur zu integrieren, wie bei mir gerade bei Serendipity. Somit muss die Struktur des kognitiven Schemas geändert werden, um die neuen Informationen integrieren zu können. Moskaliuk, 2008. Petzold und Seidenglanz und Fraß und Ola verweisen, bezugnehmend auf die Wikipedia, zudem auf das Potenzial der dualen Struktur durch den eigentlichen Text und die dazugehörige Diskussionsseite, die der MediaWiki-Software anbietet. Kollektive Wissensgenerierung in Wikis bezeichnen sie als kontinuierliches Aushandeln von Kommunikationsaktien, die in der Regel zu Meinungszusammenführung und nicht zur Zerstörung der Ansicht führen. Dabei postulieren sie ebenso wie Kress und Kimmerle und später darauf aufbaut Moskaliuk, dass der Fokus nicht auf dem Individuum und dem eigenen Lernprozess liegen darf, sondern dass die Wissensgenerierung der Gruppe sowie deren Einfluss auf das individuelle Lernen genauer betrachtet werden muss. Aufbauend auf Piagets Äquilibrationsmodell und der Systemtheorie Newmans entwerfen Kress und Kimmerle das Modell der Koevolution, welches auf der Annahme basiert, dass auch das kognitive und das soziale System Wikis beeinflussen und die Inkongruenz zwischen dem individuellen Wissen und den Informationen des sozialen Systems Wikis Auslöser für kognitive Konflikte sind. Ja, Moment mal. Also das Äquilibrationsmodell und die Systemtheorie.
führen zum Modell der Koevolution, welche auf der Annahme basiert, dass sich das kognitive und soziale System Wikis beeinflussen und die Inkongruenz zwischen dem individuellen Wissen und den Informationen des sozialen Systems Wikis Auslöser für kognitive Konflikte sind. Ja, gut. Also der Einzelne ist für Hü und die Gruppe ist für Hot und dann passt der Einzelne seine Sichtweise auch an und dann heißt er dann bei ihm Hü und dann erst nochmal Hü und dann Hot so langsam, bis er das integriert hat in sein System. Sowohl Kress und Kimmele als auch Moskaljuk gelang es nachzuweisen, dass ein vorstrukturiertes Annähern an individuelle Wissensstrukturen vertiefendes Lernen und aktive Mitarbeit in Wikis fördern kann. Sie macht somit auf einen ersten bedeutenden Punkt in der Wiki-Arbeit aufmerksam. Eine Vorstrukturierung in einem Wiki ist nötig, um effizientes Arbeiten in dem Wiki zu befördern. Die Bedeutung von strukturierter und abgeleiteter Form der Kollaboration wird auch von Smith, Van Keer und Barke unterstrichen. Ähnliche Ergebnisse zeigt auch die Studie von Petko, Egger und Grapper zum Einsatz von digitalen Lerntagebüchern. Ohne eine instruktionale Anleitung ist der Einsatz von Weblogs nicht zielführend und zeigt sich sogar der Nutzung gegenüber einem traditionellen Papier- und Stift-Lerntagebuch benachteiligt. Also man braucht die professionelle Anleitung dazu. Das ist Ihnen wichtig. Ja, und worin besteht die Anleitung? Dass Ihnen gesagt wird, wie Sie das Tagebuch schreiben sollen. Damit die Gedanken nicht ins Uferlose abirren, wie? Dass der Einzelne seine Vielfalt und Vielfältigkeit gar nicht mehr einbringen kann. Wikis und Weblogs sind lediglich Instrumente, welche nur dann lernförderlich eingesetzt werden können, wenn gewisse Rahmenfaktoren beachtet werden. Davis hat in diesem Zusammenhang mit seinem TAM-Modell bereits 1986 herausgearbeitet, dass die wichtigsten Einflussfaktoren zur Nutzung von Technologien die einfache Handhabung der Tools sowie der erkennbare Mehrwert für die Nutzung sind. Bis heute hat dieses Modell noch Relevanz, wurde mehrfach empirisch belegt. Später wurde dieses Modell von McIntosh und auch von Brown um den sozialen Faktor und von Lee und Chen um den Faktor der intrinsischen Motivation ergänzt. Die reine Bereitstellung einer Technologie reicht auch nicht aus, um Wiki- oder Weblogs-Aktivität zu befördern. Dies ist kein besonderes Phänomen des Unterrichts des Unternehmensbereiches, sondern betrifft Schul- und Hochschulbereich gleichermaßen. Nach Schott und Weber und Kessler ist ein weiterer bedeutender motivationaler Faktor zur Nutzung von Wikis und Weblogs das Erkennen des Mehrwertes für die eigene Bearbeitung der Aufgabenstellung. Weitere Grenzen, die den Wikis und Weblogs Einsatz erschweren, sehen Sie in fehlenden
technologischen Kompetenzen, keiner bis wenigen Erfahrung im kooperativen und kollaborativen Arbeiten, dem Verweilen in der passiven Lernerrolle als Konsument sowie dem Fehlen eines didaktischen Konzeptes zur Förderung der aktiven Schreibprozesse. Grenzen, die die Wikis und den Weblog-Einsatz erschweren, sehen Sie in fehlenden technologischen Kompetenzen, keiner bis wenig Erfahrung im kooperativen und kollaborativen Arbeiten. Im kooperativen und kollaborativen Arbeiten. Wenig Erfahrung im kooperativen und kollaborativen Arbeiten, in dem Verweilen auf der passiven Lernerrolle als Konsument und dem Fehlen eines didaktischen Konzeptes zur Förderung der aktiven Schreibprozesse. Wie die Aktivität speziell eines Wikis gefördert werden kann, beziehungsweise welche Faktoren die Aktivitäten hemmen, wird anhand der von Moskaliuk identifizierten funktionalen und psychosozialen Prinzipien genauer erläutert. Im Bereich der funktionalen Prinzipien der technologischen Anforderungen sollten folgende Komponenten beachtet werden. Erstens, eindeutige Bezeichnung der Wiki-Seiten etablieren. Nur durch eine eindeutige Bezeichnung der Wiki-Seiten kann sichergestellt werden, dass die entsprechenden Beiträge schnell gefunden werden und dass Querverweise einfach erstellt werden können. Die MediaWiki-Software wirkt diesem Problem durch die vorangelegten Namensräume wie beispielsweise Diskussionsseiten, Benutzerseiten usw. technisch entgegen. So können Beiträge direkt ihrer Funktion zugeordnet werden. Zudem unterstützt diese Übersichtlichkeit im Wiki. Übersichtlichkeit. Also erstens war eindeutige Bezeichnung der Wiki-Seiten und zweitens ist also die Übersichtlichkeit im Wiki. Damit ist gemeint, in komplexen Wikis kann der Überblick schnell verloren gehen. Zudem ist die Pflege aufwendig. Es empfiehlt sich hier, Wiki-Gärtner zu implementieren, die Tutellinks, doppelte Einträge und ähnlich entfernen. Zudem sind das Anlegen von Kategorien sowie die Erstellung einer Suchfunktion in komplexen Wikis hilfreich. Eine vorgegebene Struktur durch das Anlegen einer Startseite kann ebenfalls die Übersichtlichkeit bewahren. Dabei ist jedoch zu gewährleisten, dass diese Struktur die dynamischen Entwicklungen des Wikis weiterhin zulässt. Intuitive Nutzung des Wikis muss geschult werden, um technische Hemmschwellen entgegenzuwirken. Das sind dann die 3 Punkte. Im Bereich der psychosozialen Prinzipien können ebenfalls technische Lösungen mögliche Stolpersteine aus dem Weg schaffen. Hier sind zudem auch die sozialen Faktoren ausschlaggebend,
für die Aktivität im Wiki. Mögliche Hemmnisse des Wiki-Einsatzes können nach Kress wie auch nach Rock und Weber bereits benannt, neben neuen unbekannten Lernerfahrungen auch das kollaborative und kooperative Arbeiten unbeabsichtigte Konflikte durch die Lösung der computervermittelten Kommunikation sein. Die Sinneskanäle sind in CVK eingeschränkt, die Kommunikation ist rein auf die Schriftsprache beschränkt, Konflikte manchmal nicht zu vermeiden. Des Weiteren sind technische Hemmschwellen, Bewertungsproblematik, gemeinsam erstellte Beiträge sowie das Phänomen des Trittbrettfahrens zu nennen. Ja, Kress und Kimmerle bezeichnen dieses Phänomen als Folge eines sozialen Dilemmas. Es lässt sich nicht feststellen, dass sowohl Wikis als auch Weblogs in Bezug auf die Wissensgenerierung und das Wissensmanagement mittlerweile breit erforscht. Es lässt sich feststellen, dass Wikis und auch Weblogs in Bezug auf die Wissensgenerierung und das Wissensmanagement mittlerweile breit erforscht, die Studienergebnisse aber nicht immer konvergent sind. So zeigt beispielsweise die Studie von Bolt, dass Wikis die Motivation der Lerner, kollaboratives Wissen zu generieren, befördern können, wogegen Hermann und Rhein-Dorfmann darauf hinweisen, dass die Wissenskonstruktion mit Wikis begrenzt ist und nach Ergometer, Smith und Torland kein vertiefendes Lernen befördert wird. Ähnlich unterschiedliche Ergebnisse im Bereich des Bloggings führen auch Du und Wagner und Zhang sowie Perez ein. Slip und Portman und dann Bloggen befördert die Motivation, die Wissenskonstruktion, sofern das Bloggen in ein didaktisches Konzept eingebunden ist, das hinreichend geplant wurde, beziehungsweise das Bloggen bleibt ohne Ergebnis, da die Beteiligungsrate am Bloggeschehen zu gering ist.